Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema zunehmende Stärke bei Pennygold-Aktien. Disclaimer. Zunehmende Stärke bei Penny Stock Gold Aktien. Zusammen mit dem weiteren Anstieg von Silber über 24 bekommen Penny Stock Gold Aktien weiter Auftrieb, auch fast allerdings immer noch versteckt. Die zunehmende Dynamik wird sich im Laufe der kommenden Woche auf den gesamten Goldaktiensektor ausbreiten. Dann, wenn alle erkennen, dass wir uns im Bullenmarkt befinden und die Kurse sich bis dahin schon verzehnfacht haben und es noch 4 bis 6 Monate weitergeht. Insgesamt von den Tiefpunkten der letzten Monate dürften sich dann die meisten Aktien verfünfzig bis verhundertfacht haben. Die wenigen Chancen für sehr günstige Einstiegskurse sind jetzt noch möglich, man sollte sie nutzen und nicht erst dann, wenn eifrige Analysten in ein paar Monaten Videos zum Einstieg machen. Silber erreichte heute in der Spitze 24,12 $. Ja, für 50 und Verhundertfachung sind, um da keine Missverständnisse aufzumachen, sind ein seltenes Phänomen, ohne Zweifel. Allerdings ist eine tiefe Unterbewertung von Goldaktien ein ebenso seltenes Phänomen. Wenn nun beide im Grunde genommen werden 50 bis 100 Bäcker erzeugt, wenn wir so ein super Tief haben, wie wir es im Grunde genommen vor 1,5 Monaten hatten. Und seit diesem Tief haben sich jetzt viele Goldaktien teilweise schon verdoppelt, verdreifacht und vervierfacht. Das ist einfach eine Realität. Natürlich ist es schwer zu timen und man muss sich jetzt mal vorstellen, die Stimmung ist immer noch ungeheuer negativ und stellen Sie sich vor, Gold geht über 2000, 2300, 2500, dann ist sowas für einige Penny Goldstock Aktien möglich und das ist die ganz große Chance, die es eigentlich in dieser Form nur sehr selten gibt. Das letzte Mal haben wir im Grunde genommen das, was wahrscheinlich vor uns liegt, im Jahr 2002 erfahren. Also sage ich mal 2001, 2001 war die Goldaktien extrem niedrig und dann sind in einer riesigen speziellen Goldaktienhause, gerade Exploration und Penny Goldstock Aktien überproportional zu den normalen Goldaktien gestiegen. Das war im Jahr 2002. Und ein ähnliches Phänomen steht voraus. Und in dieser Phase sind es eben in der Spitze 50 bis 100 Bäcker vielleicht rückgerechnet von den Tiefpunkten im September möglich. Das heißt, von jetzt, wenn vielleicht Aktien jetzt, sage ich mal, auf 10, 20, 30, 40 Cent gestiegen ist, dann können die eben, steigen die vermutlich auf 1, 2, 3, 4, 5, irgendwo vielleicht mal in der Spitze 5 bis 10 Dollar, wenn wir wirklich eine Mania haben. Klar, diese Kurse vom September kriegen wir nicht wieder, aber es gibt noch viele Nachzügler, wo man sich beteiligen kann. Und möglicherweise kommt es auch noch erheblichen Rücksetzer an. Man kann richtig Top-Aktien nochmal nachkaufen. Wichtig ist zu beobachten, was die großen Dynamiker sind, mit großen Ressourcen und sich weiter beteiligen. Ja, hier so ein Beispiel im Prinzip auch zum Gesagten, Kupferprojektgenerator USA. Sie sehen, diese Aktie reagiert, das sehen Sie am Chart, ganz heftig auf sag ich mal, Goldaktien-Rallyes sozusagen, eben auch die von 2020, Anfang 2020, Corona-Krise, eben bis zum März hoch 2021. Da ging es, man sage und schreibe, mehr oder weniger von 5 Cent auf 35 hoch. Das hatten die alles wieder abgegeben, aber eben gerade sozusagen ist es ausgebrochen und im Grunde genommen hat der Kurs sich vom Tief hier von 0,02, vermutlich war das, oder 0,03, mehr oder weniger schon verdoppelt. So schnell kann das kommen. Ist natürlich sehr hohes Risiko, keine Frage. Vielleicht noch mal Fakten dazu, dass Ihr Moonlight Superior Kupferprojekt ist also in erster Linie ein Kupferunternehmen. Und da gibt es eine historische Ressourcenschätzung vom früheren Eigentümer von 4 Milliarden Pfund Kupfer haben die. Das ist in Nordkalifornien, wie Sie sehen. Das ist allerdings, schreiben die jedenfalls auf ihrer Webseite, ein minenfreundliches Gebiet, also nicht komplett abschrecken lassen. Ja, eine historische Produktion gab es auch von 161 Millionen Pfund Kupfer mit einem Gehalt von 2,2 zwischen 1915 und 1930 und ansonsten 1,9 Millionen Unzen Silber und 23.000 Unzen Gold. Allerdings sehr, sehr niedriggradiges Gold. Das liegt, ja, hatte ich schon erwähnt, bergbaufreundlichen Gebiet in Kalifornien. Gold- und Silbergehalt, das ist die Aussage von der Website des Unternehmens. Gold- und Silbergehalt ist hier entsprechend 20% des historisch abgebauten Wertes. Also das Nebenprodukt ist Gold und Silber. Ähm,
Ja, also Sie denken, Sie haben also Sie haben nachgewiesen 1,3 Milliarden Pfund Kupfer und eine Milliarde Pfund Kupfer nochmal in Ferret abgeleitet. Und das kann ja am Ende auch bis auf 4 Milliarden auf diese historische Ressourcenschätzung hochgehen. Dann haben Sie 750.000 Unzen Gold und 25 Millionen Unzen Silber, allerdings extrem low grade. Und wenn Sie auf die Webseite von Unternehmen, werden Sie von dem Gold und Silber nichts sehen, sondern nur von dieser Aussage, dass, sage ich mal, Gold und Silber ungefähr 20% äh, des abgebauten Wertes seien. Hatten Sie früher auf der Webseite, aber weil es so absolut low-grade ist, haben Sie von der Webseite runtergenommen. Wie geht man jetzt damit um? Da ist definitiv Gold und Silber in dem wesentlichen Kupferprojekt, was eben aber auch attraktiv ist. Deswegen habe ich hier mal beim Potentialfaktor, normalerweise nehme ich ja für Low-Grade immer 0,5, also 50% geht vom Wert weg. Und hier habe ich sogar das nochmal um die Hälfte verringert auf 0,25 Projekt. Also Grad des Goldes, also sehr, sehr niedrig. Und da kommen wir bei einer allerdings sehr niedrigen Marktkapitalisierung von 5 Milliarden. Millionen, also diese Werte 57.000 Unzen, 25 Millionen Unzen angegeben, ergibt dann immer noch einen Potentialfaktor von 100 und das Kupfer ist nicht eingerechnet. Sie sehen, zu was diese Aktie fähig sein könnte, ist natürlich ein absolutes Risikospiel. Allerdings, wenn der Markt in Richtung Gold, Silber und Rohstoffrallye ist, könnte diese Aktie überproportional profitieren, so wie sie auch bereits, wie Sie es sehen, schon mal überproportional profitieren hat. Und möglicherweise steigen solche Aktien dann auch auf 1 Dollar oder mehr. In der Vergangenheit war sie, glaube ich, auch schon mal 2,5, aber klar kann man so nicht vergleichen, Verwässerung etc. Aber Sie sehen diese Dynamik und diese Dynamik kann wieder aufgenommen werden und Sie sehen eben auch diesen Ausbruch, der jetzt beziehungsweise der im Grunde genommen heute oder gestern eigentlich zu verzeichnen war. Sicherlich ein interessantes Projekt, klar, Risikostufe Gamble, auch potenziell selbstverständlich Kalifornien ist ein Risiko, natürlich die große Kupferabhängigkeit, falls wir eine schwere Depression kriegen und die Nachfrage doch nicht so erwartet starke Kupfer ist. Allerdings, wenn wir höhere Kupferpreise kriegen und die Nebenprodukte Gold und Silber können sie auch verwerten, dann ist es eine schöne Win-Win-Situation und deshalb auch diese hohen Hebel da. Es könnte sich ja wiederholen. Also, aber natürlich Risikostufe Gamble, selbstverständlich keine Kaufempfehlung, aber sicherlich ein Unternehmen, das man sich mal ansehen sollte. Ja, also wir sind ja fasziniert vom Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre. Da sind eben ja von 5, 10, 20 Cent viele Aktien auf 15, 20, 30, 40 Dollar gestiegen. Das bedeutet also, dass 1000 Dollar Investment, das kam gar nicht so selten vor, hat teilweise eine Viertelmillion gebracht. Auf eine ähnliche Situation hoffen wir natürlich jetzt auch. Also man kauft eben dann diese Aktien mit großen Ressourcen, die immer noch nah zu am Boden sind, sicherlich nicht mehr so tief wie vor 1,5 Monaten im September. Und das hing ja dann auch mit der Dollarstärke zusammen und die Dollarstärke hat jetzt nachgelassen und man erwartet eigentlich mindestens jetzt 6 Monate weitere Dollarschwäche und das heißt, der Weg für Gold, Silber und Rohstoffe sind vermutlich die nächsten 6 Monate frei. Und das ist eine gute Nachricht für Gold- und Silberaktien. Ja, 1000-Becke-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen. Potenzialfaktor errechnen wir. Eine Exit-Strategie haben wir entwickelt. Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung kann ich Ihnen auch anbieten. Finden Sie alles verlinkt unten im Videoanhang. Einlagen von Gold und Silber, ja, Sachwerte, Einkaufsgemeinschaft, die sind auch in schwierigen Phasen immer an Gold und Silber gekommen, ist vielleicht eine Alternative zum normalen Edelmetallhändler. Preisvergleich selbstverständlich, bevor Sie physisches kaufen, als Vergleichsportale wie Gold.de gehen. Nützliche Informationen, mit welchem Broker können Sie arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, wo können Sie Edelmetalle einlagern in der Schweiz oder Liechtenstein, weitere Informationen zu Goldaktien, Buch auch, Diskussionsforen wie COCA. Wenn Sie Fragen, Zustellungsprobleme oder Anregungen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Schreiben Sie mir eine E-Mail, rufe ich an. Sobald ich Zeit habe, würde ich mich dann bei Ihnen melden. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie neu informiert werden über Videos. Auch vielleicht ein Like geben, denn das hilft der Algorithmus schlägt dann, wenn das so ist, auch anderen potenziellen Interessenten das Video vor.
Ja, nochmal besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.